In weniger als 2-3/4 Stunden hatten 250.000 Mann die Tschechoslowakei besetzt. Doch schon am ersten Tage verkehrten sich die Fronten. Aus den Gejagten wurden Jäger, aus den Bedrohten Meister des passiven Widerstandes. Als die ersten Schüsse fielen, erinnerte die Szenerie schlagartig an 1953 und 1956, an den Aufstand gegen die Gewalt in Ostberlin und Ungarn. Diese Szenen aus dem Prag 1968 sind um die Welt gegangen. Sie sind ein Beleg dafür, dass sowjetische Toleranz dort aufhört, wo sie anfängt, sowjetische Machtpolitik zu berühren. Die Tage des Widerstandes werden das Bewusstsein der Bürger in der CSSR sicherlich stärker prägen als die erzwungenen Kompromisse auf den Moskauer Konferenzen. Ein Kommuniqué kann den Mut zum Widerstand nicht brechen. Der Wille zur Freiheit ist nur schwer reglementierbar. Die Welt glaubte, das Blockdenken sei überwunden und die Sowjetunion sei bereit, Toleranz zu üben gegenüber der CSSR, wo sich das Volk und die Regierung einig waren, den Weg zu einem demokratischen Sozialismus einzuschlagen. Die Hoffnungen währten nur 15 Tage. Ja, entsetzlich, würde ich sagen. Ja, also ich bin bestürzt, ich kann gar nichts dazu sagen. Ich glaube, es war zu erwarten. Und ich glaube auch, es wird eine Lehre sein für diejenigen, die augenblicklich der Meinung sind, sie müssten in Deutschland nach links tendieren. Ja, man ist hilflos, nicht? Zähne zusammenbeißen und zusehen, weil da kann man nichts machen. Wir wollen heute um 5 demonstrieren und ich glaube, dass das was nützt. Vor allen Dingen, dass die Leute in der Tschechoslowakei sehen, dass wir auch was tun. In vielen westeuropäischen Städten wurde die Sowjetunion der widerrechtlichen Einmischung in die Angelegenheiten eines souveränen Staates angeklagt. Die sowjetische Botschaft in Bad Godesberg wurde mit Steinen beworfen und durch Hubkonzerte lahmgelegt. Die Menschen der CSSR aber reagierten mit Trauer und Empörung. Auf Halbmast wehten die Fahnen der Binnenschiffer. In den Lastwagendepots, wie hier in Hamburg, verfolgten sie die letzten Nachrichten geheimer Sender aus ihrer Heimat. In ihrem Urteil über die Invasion sind sie sich einig. Ich meine, es ist eine ausgesprochene Schweinerei.
Und ich muss sagen, dass ich es überhaupt nicht erwartet habe. Wir stehen alle fest hinter unserer Regierung und hinter Alexander Dubček. Haben Sie den Eindruck, dass sich der liberale Kurs durchsetzen wird? Ja, ich meine ja. Werden Sie unter diesen Umständen nach Hause fahren? Ja, bestimmt. Ich wollte bei meiner Familie und bei unserer Heimat sein und helfen und sowas, ja, aber bestimmt wollte ich nach Hause fahren. Protestieren Sie gegen den Überfall auf die GSSR. Mit Ihrer Unterschrift verurteilen Sie die Methoden, mit denen Moskau, Ostberlin und ihre Freunde hier in der GSSR gearbeitet haben. Enttäuscht und empört reagierten die Menschen, wie hier in München, auf die Besetzung der Tschechoslowakei. Außenminister Brandt warnte jedoch davor, den Konflikt zwischen reformfreudigen und orthodoxen Kommunisten in eine weltweite Krise umzudeuten. Die Auseinandersetzung um die Tschechoslowakei ist keine Auseinandersetzung zwischen Ost und West, sondern im politischen Kern eine Auseinandersetzung innerhalb der kommunistischen Welt. Zum anderen muss man wissen, dass unsere Sicherheit in keiner Weise beeinträchtigt ist, sondern dass jene Gebiete, die dem westlichen Verteidigungsbündnis, dem Atlantischen Bündnis zuzuzählen sind, sich so sicher fühlen können wie auch in der Vergangenheit. In London forderten Hunderte von Demonstranten den Abzug der Besatzungstruppen. Eine Trauerschleife am Tor der Pariser CSSR-Botschaft bekundete die Sympathie der Franzosen mit der Politik Prags. Arbeiter und Angestellte protestierten mit einer 5-minütigen Arbeitsniederlegung. Die Studenten mit einer Demonstration gegen den sowjetischen Imperialismus. In Den Haag musste Polizei die russische Botschaft vor Demonstranten schützen. Bukarest, inzwischen selbst in das Spannungsfeld sowjetischer Drohungen geraten, erlebte die größte Kundgebung. Vor mehr als 100.000 Rumänen verurteilte Parteichef Ceausescu den Einmarsch als Verletzung der Souveränität eines freien sozialistischen Staates. Das Recht auf Unabhängigkeit, so forderte er, müsse auch für die Staaten des Warschauer Pakts Grundlage politischer Zusammenarbeit bleiben. In Belgrad werden tschechoslowakische Urlauber, die nicht in ihre Heimat zurückkehren wollen, auf Campingplätzen und in Eisenbahnwaggons untergebracht. Ein Informationsdienst, ärztliche Betreuung und die Ausgabe von Nahrungsmitteln sind für die Jugoslawen selbstverständliche Hilfeleistungen. Rotterdam ist Treffpunkt für die Tschechoslowaken, die in Holland arbeiten oder Ferien machen. Holländische Demonstranten bieten moralische, ein Komitee materielle Unterstützung. In München nahmen tschechoslowakische Touristen Abschied von ihren deutschen Freunden und Verwandten. Kurz vor ihrer Rückreise in die CSSR fragten wir nach ihren Ansichten zu den Ereignissen. Also was in 20 Jahrhunderten passieren kann, ist unglaublich. Die Russen, das habe ich von ihnen nicht erwartet. Ich kann nichts mehr machen. Halt, dass wir alle zusammenhalten. Ein Ereignis, das als Schande für den Sozialismus in die Geschichte eingehen wird, nannte Radio Prag die Invasion der GSSR. Die erst wenige Wochen zuvor bestätigte nationale Unabhängigkeit und territoriale Integrität erwies sich beim Auftauchen der ersten Panzer als die altgewohnte, aber sinnentleerte Formel sowjetischer Politik. Für die Tschechoslowaken glich der Einmarsch der Sowjets dem Einfall der Hitlerarmee vor 30 Jahren. Im Gegensatz zu damals aber kämpften sie diesmal fast nur nach den Methoden des passiven Widerstandes. Immer wieder versuchten sie, den Besatzungstruppen die Sinnlosigkeit ihrer Aktion und die Bedeutung des Reformkommunismus klarzumachen. Prag in diesen Tagen.
Der stumme Protest junger Arbeiter lässt die sowjetischen Besatzungssoldaten unbeeindruckt. Die tschechische Wochenschau schickte uns diese Filmdokumente von einem Volk, das sich mit Trauer und Resignation in sein Schicksal zu ergeben scheint. Über Parteichef Dubček sagen seine Freunde, die Demütigung in Moskau habe ihn seelisch zerbrochen. Emil Zatopek, mehrfacher Olympiasieger, hatte den Reformkurs vorbehaltlos unterstützt und den Kreml hart attackiert. Jetzt hat er Grund, die sowjetische Geheimpolizei zu fürchten. Die Generale der Okkupationsmächte in der Prager Burg. Staatspräsident Svoboda hatte sie aufgefordert, ihm einen Lagebericht zu geben. Die Parkanlagen an den Ufern der Moldau sind für die Prager gesperrt. Hier stehen, wie es offiziell immer noch heißt, sowjetische Panzer auf Wacht gegen den kriegslüsternen Feind im Westen. In der abgesperrten Burg versuchen die Mitglieder des Zentralkomitees, vom Prager Frühling zu retten, was zu retten ist. Aber das Moskauer Diktat erlaubt keine Ausflüchte. Zwar haben die Reformpolitiker immer noch eine leichte Mehrheit, aber auch sie arbeiten unter der sowjetischen Drohung, dass die Panzer erst dann das Land verlassen, wenn sich die Lage im Moskauer Sinne normalisiert hat. Der Prager Originalkommentar zu diesen Bildern bleibt trotz der wieder eingeführten Pressezensur deutlich genug. Die Mitglieder des ZK und der Regierung können jetzt nicht mehr in der Mittagspause hinausgehen, um mit der Bevölkerung zu sprechen. Über Prag wird der Himmel dunkler und die Nacht bricht wieder herein.